Hallo und willkommen auf meinem fantastischen Kanal. Ich bin der Dami und heute habe ich euch was Besonderes mitgebracht. Einerseits von Lego die Freiheitsstatue, ein Mock von Rebrickable, eine Beleuchtung von Brixmax und eine eigene Beleuchtung. Ja, und wir schauen uns das jetzt alles mal an. Und da habe ich mir auch einen Spickzettel mitgenommen, weil sonst könnte ich mir ja das alles nicht merken. Fangen wir dann an schon mal, damit wir schauen, die Größe von dem Teil. Also Mitte Podest ist es 50 x 50 und eine Höhe von 56 cm. Die Freiheitsstatue, die ihr von Lego schon kennt, das ist die ganz normale. Die hat ja 1685 Teile. Bei dem Umbau wurde quasi nur ein Teil vom Unterbau weggenommen, da wo auch der Print drauf steht. Dazu kommen wir noch später. Die kann man immer noch, glaube ich, für gute 70 € bekommen im Markt, neu. Ich habe die gebraucht mal für 50 € gekauft. Ja. Der Mock, das habe ich vom Rebrickable, das ist vom Designer Adam Betz mit 2T. Und das hat die Mock-Nummer 49317. Also der Mock, dieser untere Teil, der hat 2677 Teile. Was insgesamt die Teilezahl von 4362 entspricht. Ja, schon ein Klopper. Dann habe ich das Beleuchtungsset von Brixmax gekauft. Ja, das heißt Light Kit for Statue of Liberty 21042, wie die Nummer auch von dem Lego Set. Und es kostet so 30 bis 35 €. Und unten in den Mock habe ich noch meine eigene Beleuchtung dazu gebaut. Ja, dann zeige ich euch erstmal, wie es leuchtet. Ha. Wie ihr seht, also fangen wir von vorne an. Das Feuer ist beleuchtet, der Kopf oben, hier haben wir so zwei Strahler. Ich komme gleich, jetzt machen wir das Licht aus. So, hier haben wir zwei Strahler. Dann überall hier wurden quasi in den Häuschen wurden da noch überall Lampen gemacht von beiden Seiten, von hinten nicht. Wir kommen noch auch zu der Anleitung, weil ich habe das ja komplett anders umgebaut. Ja, dann haben wir hier unten noch überall Lichter, hier in den Säulen, sehr, sehr schön gemacht. So, und das ist quasi vom Brixmax bis hierhin. Da unten, wo ihr seht, warte noch, ne, dieser Finger war das. Na, komm, hier. So, hier und hier oben, da seht ihr, dass es leuchtet. Das habe ich selber dazu gebaut. Bisschen sieht man es auch von der Seite. So, und ich zeige euch auch von hinten das Set. Da seht ihr, da ist es nicht so beleuchtet. Ich mache die Beleuchtung aus und mache wieder das Licht an. Wie ihr seht, sieht man jetzt hier fast keine Kabel. Das habe ich selber anders gebaut, als es in der Bauanleitung von Brixmax gewollt ist. Und dazu kommen wir dann gleich. Die Beleuchtung und die Bauanleitung wurde so gemacht, da braucht man schon Erfahrung, aber man kommt durch. Es steckt in so einer Box. Ja, da ist die Freiheitsstatue drauf. Nichts Besonderes. Da kommen wie bei Lumibrix diese kleinen Tüten da an. Aber das zeigen wir jetzt in der Bauanleitung. So. Und da am Anfang wird halt mit diesem, welches Symbol was bedeutet, erklärt. Ob man zusammenbauen soll oder nicht. Oder was zuerst runter muss, wann ist Verkabelung, worauf man achten muss. Was ich euch aber zeigen will, ist die Bauanleitung. Also das ist schon für Fortgeschrittene. Das ist nichts für Anfänger, nichts für jemanden, der jetzt auch keine Geduld dafür hat, weil die Schritte sind nicht wie bei Lumibrix, dass jedes Kabel genau, es wird alles gezeigt, aber nicht so detailreich wie bei Lumibrix.
So, das wollte ich euch zeigen. Normalerweise soll es so von hinten aussehen. Wie ihr seht. Dass die ganzen Kabel quasi hinten entlang laufen. Da sollen sie da auch noch hier so verzwirbelt werden. Es gibt viele Leuchten, weil man muss man rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ich glaube 17 Lichter. Also schon einiges. 18, 19, das ist ja auch diese Strahler. Ja, und hier will ich zeigen, hier sieht man es dann am Ende. So soll es dann quasi am Ende aussehen. Zuerst hatte ich es so gebaut. Es stand auch eine Weile lang so bei mir. Es hat mir aber halt nicht gefallen. Also, was heißt nicht gefallen? Von vorne, wenn man es anschaut, passt es. Aber es geht auch anders. Aber das ist ein wirklich fortgeschrittenes Niveau, weil ich habe das dann alles durch quasi die Säule von der Freiheitsstatue und hier unten alles drunter gebaut. Ich zeige euch jetzt mal, was ich zeigen kann. Weil das... So, und dann müsste ich theoretisch nur ein Kabel abbinden. Theoretisch. Oder zwei. Ne, hier diese. Ich versuche es mal hinzulegen, ohne dass es kaputt geht. Wird zwar schwer. Ja, zwei. So. Und dann haben wir die Statue. Jetzt kann ich das mal aus der Nähe zeigen. Ja. Aber Reviews von der Statue selber gibt es ja überall auf im Internet. Ist ja jetzt kein neues Set. Und dann sieht es halt von unten so aus. Da habe ich halt die ganzen Kabel, die hier entlang gehen sollten, halt durch die Mitte, wie sie, da gehen die dann rein und hier geht noch einer rein, das war alles hier draußen, was gar nicht, das ist hässlich im Endeffekt. Und es geht halt ohne viel Umbau, aber mit sehr viel Fingerspitzengefühl, dass es passt. So, das ist dann die Freiheitsstatue. Versuche mal so hinzustellen, dass jetzt auch nichts kaputt geht. Ja, machen wir halt dann so und hoffen wir das Beste. Der Mock. Also, das ist quasi der Mock, den man von Adamsbett auf Rebrickable bekommt. Ich glaube, der ist kostenlos. Ich habe ein Abo bei Rebrickable für 4 Euro oder 5 Euro im Monat. Und ich glaube, entweder hat man dann es kostenlos oder es ist sowieso kostenlos. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil das Abo habe ich ja. Ich habe die Teile, weil ich schlau sein wollte, Spoiler, ich weiß nicht, mir selbst besorgt. Man kann ja die Teileliste ansehen und alles. Und ich dachte, ja komm, hier suche ich mir alles zusammen. Mach das besser nicht. Es ist sehr teuer. Ja, es gibt dieses Mock auf AliExpress. Ich werde euch das alles verlinken. Die Freiheitsstatue, den Mock, auf Rebrickable, alles werde ich verlinken. Bei AliExpress für 195,99 €. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe das halt, wie gesagt, selber zusammengesucht. Es gibt ein paar Teile, die sind schwer zu finden. In gewissen Farben. Ich habe mich auch nicht an alle Farben gehalten. Wie ihr seht, diese Laternen hier und so, das ist bei mir alles bunt. Das habe ich aus meiner Restekiste gefunden. Ich versuche jetzt das zu heben, ohne dass es kaputt geht. So, ja, das Bäumchen ist jetzt runtergefallen. Da seht ihr auch, das ist ja alles meine eigene Verkabelung. Ihr seht jetzt auch mich dahinter vielleicht. Den Innenraum müsst ihr nicht nach Bauanleitung bauen. Das sieht man ja am Ende nicht und ihr spart dadurch viel Geld. Ich zeige euch das auch von
unten und ihr seht, bei mir ist es auch einigermaßen rund. Die Sachen, die halt jetzt nicht so wichtig sind. Diese hier. Dieses dunkelblaue Teil von Lego. Übelst teuer. Ich habe auch nur eins auf, wie heißt nochmal diese Webseite? Fällt mir nicht ein, ich schreibe irgendwo hin. Da wo man halt diese Teile von Lego kaufen kann. Es gab nur eins mit einem angemessenen Preis. Die anderen waren mir viel zu teuer. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, es einfach in schwarz zu machen, die anderen Ecken. Ist ja mein Set oder euer Set. Könnt ihr ja machen, damit die was ihr wollt. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ja, insgesamt, wenn ihr dann die Freiheitsstatue, und das sage ich jetzt nicht zum UVP-Preis von 100 Euro, sondern vom Preis, wenn ich ihn jetzt für 70 Euro bekomme, sage ich mal, weil ich weiß nicht mehr, wie lange dieses Set auf dem Markt sein wird. Und dann halt das Beleuchtungsset 30 bis 35 Euro und dann noch das vom AliExpress, dann kommen wir schon auf 300 Euro, das alles. Und dieses eigengebaute Kabel, das ist nicht mal dazu gerechnet. Ach ja, das könnte ich jetzt auch zeigen, wisst ihr? Ah ja, da sieht man hier, was vom Eigenbau ein bisschen leuchtet. Also ohne das BricsMax Beleuchtungsset. Was kann ich über den Mock sagen? Wie jeder Mock so ist, wie ihr seht bei den Bäumen, das ist nicht so stabil. Diese Fahnen sind in Original in Rot. Und ich glaube, die sollten auch so hier stehen. Aber das fand ich vom Maßstab nicht passend, weil das wäre ja die Fahne ja wie die halbe Freiheitsstatue. Aber es gab den Platz, dass ich sie da hier verstaue. Es ist nicht alles super stabil. Also das ist für erfahrene Bauer. Aber ich muss sagen, die Optik ist genial. Und wenn man dann jetzt hier, jetzt schließe ich das wieder an, dann die Freiheitsstatue dazu drauf tut. Und wenn man bedenkt, es gibt ja noch ein Set, so was ein New York Freiheitsstatue verbindet, die Lego Titanic. Die habe ich auch beleuchtet. Falls ihr möchtet, dass ich euch die beleuchtete Titanic zeige, vielleicht neben diesem Set, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall. Und dann kommt das hier auf das Podest. Natürlich muss ich dann jetzt wieder die Hand herrichten. Und dann macht man es an. Und ich finde, das sieht doch echt geil aus. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich daneben irgendwo, ja, da wo es bei mir steht, auf der Fensterbank, und wenn ich daneben gehe und es mir anschaue, bin ich jedes Mal begeistert. Ob vom Set, ob vom Mock, ob von der Beleuchtung, ob von meinem eigenen Talent, dass ich das ein bisschen noch verbessert habe. Alles zusammen, ich finde das einfach ein geiler Anblick. Ein geiler, cooler Anblick. Wenn man es vielleicht so nimmt, das versuche ich mal jetzt. Und man kann es handieren, aber besser aufpassen. Also, das ist doch eine Augenweide. Jo. Da ich dieses Set schon vor längerer Zeit gebaut habe, habe ich natürlich kein Speedbild davon oder sowas. Aber ich habe ja sehr viele Sets, die ich schon aufgebaut habe, die ich sehr hübsch finde und ich euch gerne zeigen will. Ich finde, sowas gab es noch nicht so als Review oder in der Community. Ja, ich drücke die ganze Zeit irgendwo hin, weil, wie gesagt, es ist ein Mock. Also das ist nicht so alles stabil. Es sieht halt am Ende sehr hübsch aus. Aber man kann es transportieren, also ich hatte keine Unfälle damit, dass ich jetzt, wo ich das von der Fensterbank weggebracht habe, dass es auseinandergefallen ist. Gott sei Dank nicht. Ja, wenn ihr
Freiheitsstatue mal New York, mal hin, weil dort gereist seid, keine Ahnung. Ich war mal in New York, ganz kurz, aber ja. Und ich war ja davon begeistert von dieser Stadt. Ist zwar sehr viel Beton, aber trotzdem was imposant. Und boah, ich finde, Freiheitsstatue ist echt so etwas, was jeder haben sollte. Jetzt sehe ich hier, jetzt ist mir hier ein Zacken verloren gegangen von der Kappe. Das muss ich noch finden. Ist sicher irgendwo hier. Ja, ich hoffe, das gefällt euch diese Vorstellung vom Set. Ich werde, wie gesagt, alles unten verlinken. Dann könnt ihr reinsehen beim Rubricable, bei Bricksmacks, was euch alles gefällt. Schreibt mir rein, ob ihr das vielleicht neben der Titanic sehen wollt. Ich denke, bei mir steht so auf der Festarbeit. Die Freiheitsstatue mit dem Podest und daneben die Titanic, alles beleuchtet, sieht mega cool aus. Ja, und ich würde sagen, das war es heute auch schon von mir. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.